Here we are. Hello. Hier sind wir also. Hallo. And the topic tonight is about distraction. Das Thema heute Abend ist abgelenkt sein. There are two main aspects to distraction. One is when we are distracted from a particular kind of intention. Es gibt zwei Aspekte bei der Frage, zerstreut zu sein. Der eine Aspekt ist, abgelenkt zu sein von unserem Bemühen, uns auf etwas Bestimmtes zu konzentrieren. And the second is when we are distracted out of presence in our own nature. Und der andere Aspekt ist, wenn wir abgelenkt sind von der Gegenwärtigkeit in unserer eigenen Natur. So generally in Buddhist philosophy we could say the first aspect belongs to the relative truth and the second aspect belongs to the absolute truth. Aus der Sicht der allgemeinen Philosophie des Buddhismus könnte man das ausdrücken, dass der erste Aspekt zu dem Bereich der relativen Wahrheit gehört und der zweite Aspekt zu dem Bereich der absoluten Wahrheit. So in our ordinary lives we develop a particular intention. Maybe just say in the evening to watch something on television. In unserem gewöhnlichen Leben entwickeln wir bestimmte Intentionen, Absichten. Zum Beispiel könnte es sein, dass wir an einem Abend etwas Fernsehen wollen. But it could be that there is some distraction around, maybe children not sleeping, or somebody comes and knocks on the door, or the telephone rings, and so you have a conflict between the thing that you are focusing on and some other object which is drawing your attention. Aber es kann sein, dass es da Faktoren gibt, die uns ablenken. Vielleicht wollen die Kinder nicht schlafen gehen, oder jemand kommt vorbei und klopft an die Tür, oder das Telefon klingelt, sodass wir daran gehindert sind, auf das Objekt unserer Aufmerksamkeit uns zu konzentrieren, und dadurch entsteht sozusagen ein Konflikt in uns zwischen dem, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten wollen, und dem, was um uns herum passiert. Or you might have had a difficult day at work and you find that you are preoccupied by something that's happened. Your mind is still turning over things that have happened, and so your attention slips away from what you are seeing on the television back into what has already caught you. Oder vielleicht hatten wir einen schwierigen Tag in der Arbeit und wir finden uns befangen in der Beschäftigung mit dem, was vorgefallen ist, in den Dingen, die vor sich gegangen sind, und obwohl wir die Intention haben, etwas anzuschauen, finden wir uns wieder in den Dingen, die uns sozusagen bereits gefangen genommen haben. And in a third way, perhaps there's something in the program that you're watching which stimulates some thoughts of your own, so that you start to develop a parallel stream of thoughts arising from the creativity of your own imagination. Oder aber das, was wir anschauen, könnte selbst etwas beinhalten, das unsere eigenen Gedanken stimuliert, das sozusagen dazu führt, dass aus der Kreativität, unserer eigenen Vorstellungskraft andere Dinge auftauchen. In each of these three ways, the subject and the object cannot maintain their contact. Ganz gleich, welche der drei Wege wir hier einschlagen, können das Subjekt und das Objekt ihren Kontakt nicht aufrechterhalten. That is to say that the power that we have to direct our mind towards a specific object and maintain it in the face of competing stimuli is often very small. Das drückt aus, dass die Kraft unseres Geistes, die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Objekt zu halten und das sozusagen angesichts von wetteifernden Stimuli für unseren Geist fortzusetzen, oft sehr gering ist. These are problems of ordinary life. In England it's almost impossible to open a woman's magazine without there being some article on how to keep your man. Das ist einfach ein Aspekt unseres gewöhnlichen Lebens. Zum Beispiel in England ist es fast unmöglich, eine Illustrierte zu öffnen, eine Frauenillustrierte zu öffnen, ohne einen Artikel zu finden darüber, wie man den eigenen Mann sozusagen binden kann, behalten kann. And the advice that's usually given is you must make yourself a more interesting object.
der Rat, den man da für gewöhnlich erteilt bekommt, ist, dass die Frau sich selbst zu einem interessanteren Objekt machen muss. Because if you become a fascinating object, that will put some attractive power onto the mind of men, and as women know very well, the mind of men is particularly unstable. Denn wenn die Frau es schafft, sich zu einem attraktiven Objekt zu machen, dann wird das eine gewisse Art von Kraft und Faszination auf den Geist des Mannes ausüben und ihn sozusagen so auf das Objekt gerichtet halten, was deswegen notwendig ist, weil wir wissen, der Geist der Männer außergewöhnlich unstabil ist. And you get this a lot in clubs, where you have very intense kind of music and facilitated by drugs which both heighten and focus attention. And there is a direction of attention into the rhythmic responsiveness of the body, and people who are then dancing for many hours at a time find themselves in states where you could say there's not so much distraction. Und das Gleiche findet auch in Lokalen statt, in Clubs statt, wo eine Musik, die ohnehin sehr stark die rhythmische Empfänglichkeit des Körpers stimuliert, unterstützt wird von Drogen, die die Eigenschaft haben, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte zu fokussieren. Und so, wenn wir also in diese Situation und in einer solchen Umgebung dann vielleicht auch noch stundenlang tanzen, dann befinden wir uns in einem Zustand erhöhter Aufmerksamkeit. The problem with intensifying the powerful quality of the object is that it often then tends to generate excitement. Excitement is difficult to maintain through time, and it's the opposite of calm. And excitement in its instability tends to collapse into boredom. Das Problem damit ist, dass diese Art von erhöhte Aufmerksamkeit auf ein Objekt, die stimuliert worden ist durch attraktive Eigenschaften dieses Objekts, dazu führen kann, dass es Erregung oder Aufregung stimuliert oder erzeugt, und diese Erregung oder Aufregung ist selbst instabil und kann dazu führen, dass weil sie ja das Gegenteil von Ruhe ist, dass sie aufgrund ihrer Instabilität dann in so etwas wie Langeweile umschlägt. And of course, if we rely on the excitement of the object, as it starts to decline, we have a tendency to look for a new exciting object, which means that a huge amount of experience which arises in the general field of daily life becomes a kind of grey, dull, unworthy, because it doesn't provide this intensity of lock-on. Das Problem ist, wenn wir uns auf diese erregenden, euphorisierenden Qualitäten eines Objekts verlassen, dann führt das dazu, dass einfach durch die Tendenz dazu, dass diese Qualität, diese erregende, euphorisierende Qualität zerfällt, führt das dazu, dass unser Fokus auf ein Objekt abnimmt und sich ein neues Objekt von gleicher Intensität der Erregung suchen muss, was aber dazu führt, dass der Rest der Objekte, das heißt im Wesentlichen das gesamte Feld unserer täglichen Erfahrung, uns relativ grau und wertlos erscheint. Our cultures become increasingly in the mode of consumerist capitalism, where the drive for consumption is directed through the idea that new objects come onto the market, and even old objects can be renewed and can be improved and made more shiny again, made more exciting again. Unsere gesamte Kultur entwickelt sich in Richtung auf seine Art Konsumkapitalismus hin, in der die Idee vorherrscht, dass ständig neue Objekte auf den Markt kommen müssen und dass auch die alten Objekte gewissermaßen durch eine entsprechende Politur eine neue, scheinende Qualität bekommen müssen. And so to manage this delicate balance between inflation and deflation in the economy, there has to be a regular turnover of commodities to provide employment for people. Und um diese delikate Balance zwischen Inflation und Deflation in der Volkswirtschaft aufrechtzuerhalten, gibt es da die Idee, dass es einen ständigen Umsatz von Gütern geben muss, um
unter anderem auch um so etwas wie Beschäftigung für Arbeitnehmer zu sichern. And in that we can see several forces coming together. One is the general nature of impermanence, which pervades all things. Und hier kommen verschiedene Kräfte dann zusammen. Die eine ist die allgemeine Natur der Unbeständigkeit, der Vergänglichkeit, die natürlich alles durchdringt. The second is the instability of the sense of self, which in feeling ill-defined and empty seeks good, exciting objects to relate to in order to provide a momentary experience of being full. Der zweite Aspekt ist die Instabilität der Ich-Empfindung, die sozusagen aus ihrem eigenen Empfinden von Mangel an Definition, von Leere, von Ausgehöhltsein, das die Tendenz dazu hat, nach erregenden, aufregenden Objekten Ausschau zu halten, die diesem Selbstgefühl oder diesem Ich-Gefühl dann ein zeitweiliges Gefühl von Fülle vermitteln können. And also the attraction to things which are new, which provide the possibility of hope that the future will be better than the past. Und natürlich dann auch die Attraktion, die von neuen Dingen ausgeht und die uns eine Gelegenheit dafür bietet, Hoffnung zu entwickeln, durch ihre ihre aufregende neue Qualität, die Hoffnung zu entwickeln, dass die Zukunft die Tendenz haben wird, besser zu sein als die Vergangenheit. This is one of the problems in facing the developing ecological disasters which are on the horizon, that in order to attend to the complexity of the world and the difficulty, you have to be able to think that the future will not be very good. Das ist eines der Probleme, auch in der Begegnung oder in der eigenen Konfrontation mit den ökologischen Katastrophen, die ja durchaus absehbar sind, dass um sozusagen wirklich sich damit zu konfrontieren, also sich dessen bewusst zu bleiben, dass diese Dinge am Horizont sind, man eine Sichtweise für die Zukunft haben muss, die uns sagt, dass die Zukunft möglicherweise gar nicht besser sein wird als die Vergangenheit. But as soon as you start to take up that point of view, you then come into cause and effect thinking. You think, oh, the actions that we do now will be producing negative effects in the future. Sobald wir diese Art von Ideen aber aufgreifen, befinden wir uns in dieser Art von Denken von Ursachen und Wirkung. Das heißt, wir beginnen dann zu denken, dass die Handlungen, die wir heute unternehmen, negative Effekte in der Zukunft haben werden. This then forces us to face the necessity for delayed gratification. Und das zwingt bei uns darüber nachzudenken, dass es nötig ist, oder über die Notwendigkeit nachzudenken, eine verzögerte Erfüllung von Wünschen in Kauf zu nehmen. Whereas a consumerist orientation offers the instant relief of instant gratification and the possibility that an object can heal us rather than that we ourselves have to work out the nature of our own wound. Und das steht natürlich einer mehr konsumorientierten Haltung entgegen, die eher von der Prämisse ausgeht, dass Bedürfnisse möglichst instantan, möglichst sofort zu erfüllen sind und vor allem davon ausgeht, dass das Objekt, das man gerne in seinen Bereich hineinziehen möchte, die Macht hat, uns zu heilen. Und das führt natürlich dazu, dass wir eine solche Erwartung an das Objekt stellen, statt über die Möglichkeit nachzudenken, wie wir unsere eigene Wunde selbst heilen könnten. So there are many forces which encourage distraction and very fleeting focusing of attention. Es gibt viele Kräfte, die Ablenkung und diese sehr flüchtige Ausrichtung der Aufmerksamkeit ermutigen. In Buddhism, generally, the stabilization of attention is the first basic meditation practice. Im Buddhismus aber ist die Stabilisierung der Aufmerksamkeit sozusagen die erste grundlegende buddhistische Meditationspraxis. And this is usually developed by choosing something very boring to focus on. Und gewöhnlich wird das vor allem durch die Wahl eines sehr langweiligen Objektes der Aufmerksamkeit gemacht.
This could be an external object like a stone or a lump of clay or a small painted object, or a bodily function like the passage of the breath over the nostrils. Das könnte ein äußeres Objekt sein, wie zum Beispiel ein Stein, ein Stück Lehm oder irgendetwas Bemaltes. Es könnten aber auch zum Beispiel körperliche Funktionen sein, auf die wir unsere Aufmerksamkeit fokussieren, wie etwa das Vorbeiströmen des Atems durch unsere Nasenlöcher. It works on the basis of selective attention, that you make a commitment to focus your attention on this object. Und das funktioniert auf der Grundlage einer selektiven Aufmerksamkeit, kombiniert mit der verbindlichen Zusage, die Aufmerksamkeit auf dieses Objekt zu fokussieren. And because you have decided to focus, say, on a small stone, which you place on a table slightly below the level of your chin, and you just keep your attention on it, because you're doing this, it means everything else which is arising for your mind is not interesting. Da wir uns jetzt entschlossen haben, unsere Aufmerksamkeit auf dieses eine Objekt auszurichten, zum Beispiel eben auf diesen Stein, den wir auf einem Tisch platziert haben, der etwas tiefer steht als unser Kinn, weil wir eben diese Aufmerksamkeit entschlossen auf diesen Stein halten, haben wir zugleich beschlossen, dass alles andere, was in unserer Aufmerksamkeit auftauchen könnte, nicht interessant ist. Of course, the things which you experience in meditation is that the thing you're focusing your attention on is not very interesting, and all the other thoughts are very, very interesting. Natürlich macht man in der Meditation dann die gegenteilige Erfahrung, nämlich dass das Ding, auf das wir uns zu fokussieren, entschlossen haben, gerade dasjenige ist, das am wenigsten interessant ist, und alle anderen Gedanken, die in uns auftauchen, sind natürlich die interessanten. So what one is doing is, by an effort of will and the discipline of practice, particularly if you're practicing together with other people, is to reconstrue the mind's pattern or its habit of conditioning regarding the criteria for saying this is important, this is interesting, this is exciting, this is boring, this is dull, I don't like this. Was wir also hier uns vornehmen, ist, dass wir aufgrund unserer eigenen Willenskraft und aufgrund der Kraft der Praxis, die insbesondere auch vielleicht durch gemeinsame Praxis in einer Gruppe verstärkt werden kann, aufgrund dieser Kraft sozusagen eine Rekonstruktion unserer Kriterien vorzunehmen, was nämlich wir gewillt sind für interessant, für der Aufmerksamkeit wert, der Beachtung wert, und was wir für langweilig, stumpfsinnig und so weiter zu halten gewillt sind. And this is very important, because usually we see the qualities of the object as residing in the object. Das ist sehr wichtig, denn wir sind gewohnt, die Qualitäten eines Objekts als etwas anzusehen, das dem Objekt selbst innewohnt, rather than residing in the relationship. Anstelle zu diese Qualitäten als unsere Beziehung zu diesem Objekt innewohnen zu betrachten. When we see something that we like, that thing appears to have particular qualities which seem to call out to us, which seem to say to us, oh, this is special, I am special. Wenn wir etwas sehen, was wir mögen, dann scheint es so, als würde dieses Ding sozusagen nach uns rufen, uns geradezu herbeirufen und uns mitteilen wollen, schau, ich bin etwas Besonderes. Now, we're also aware that some of the things that we like, other people will not like. Zugleich ist uns aber bewusst, dass manche von den Dingen, die wir mögen, von anderen Menschen nicht gemocht werden. But that may just be one of life's mysteries. We might think, well, maybe they're a bit stupid. Aber das könnte für uns eine Art Mysterium des Lebens sein. Oder wir könnten auch denken, naja, sie sind eben einfach ein bisschen dumm. Because for us, the quality that we experience in the object appears to be inherent in the object. Denn uns erscheint es so, als ob die Qualitäten, die Eigenschaften, die wir als dem Objekt eigen erfahren,
dem Objekt wirklich als seine eigene Qualität innewohnend wären. In Buddhism, this is seen as one of the consequences of ignorance. Im Buddhismus betrachtet man diese Art der Wahrnehmung als eine Konsequenz von Unwissenheit. Ignorance is the ongoing process of not recognizing how things actually are. Und hier ist unter Unwissenheit zu verstehen der fortwährend oder fortlaufende Prozess des Nichterkennens, wie die Dinge tatsächlich sind. It manifests particularly through a strong separation of subject and object. Und Unwissenheit manifestiert sich insbesondere in einer starken Trennung zwischen Subjekt und Objekt. In which both are experienced as being entities. Und in dieser Trennung werden beide als Entitäten, als Dinge wahrgenommen. Having their own autonomy and their own internal self-definition. Als Dinge, die ihre eigene interne Autonomie und Selbstdefinition besitzen würden. And because they seem to have internal existence, internally defined existence, the qualities that we experience them having appear to be manifesting from the inherent existence which we experience them having. Und weil wir zunächst einmal diesen Objekten eine innewohnende Existenz selbst, eine aus sich selbst bestehende Existenz zuweisen, scheinen die Qualitäten, die Eigenschaften, von denen wir die Erfahrung haben, dass sie aus diesem Objekt erscheinen, auch als diesem Objekt innewohnend. But the qualities that we see in the object and the qualities that we see in the subject, in our notion of ourselves, are projections. These are the arising of experiences which seem to give a true account of the things which they swirl around. Aber die Qualitäten, die wir sowohl dem Objekt zuweisen, als auch die Qualitäten oder Eigenschaften, die wir uns selbst als Subjekt zuweisen, also die wir für unsere eigenen Eigenschaften halten, sind nichts anderes als Projektionen, sozusagen nichts anderes als eine Folge als etwas, was aus diesem Erstehen ich bin mir nicht sicher. Would you say the last bit? So we see the quality as being inherent in Yes. the object that we've seen, and so we take it that belongs there. You know. Yeah, that I said, but Yeah. the swirling thing. And so the swirling aspect is that as we experience things, we see something solid in there, which is created by, you could say, in a sort of semiotic way, by the various significations which whirl around the object. They're not coming from the inside out, but they're being added on. But the object takes up that illumination like a ball of small mirrors that used to get in old dance halls, and they Yes, pick yes, up the yes. light. In diesem Missverständnis sozusagen die Eigenschaften eines Dings als aus ihm selbst heraustreten zu betrachten, erkennen wir nicht, dass es eigentlich eben unsere eigenen Konnotationen, unsere eigenen Bilder und Vorstellungen sind, die um dieses Objekt herum schwirren. Sie sind sozusagen nicht die Eigenschaften dieses Objekts selbst, sondern sind etwas, das wir diesem Objekt überstülpen und die gewissermaßen sich an dieses Objekt haften, etwa wie die Bilder, die wir in diesen Diskotheken Spiegelkugeln sehen können, die in alle Richtungen sind kleine Reflexionen von Bildern zurückwerfen. The light is not in the mirror. The light is shining onto the mirror, but the mirror looks shiny. Das Licht ist nicht im Spiegel, sondern das Licht trifft auf den Spiegel, aber für uns sieht der Spiegel selbst leuchtend aus. For example, I came from London today to Basel on Swiss Airlines. James kam also heute von London nach Basel mit Swiss Airlines. So I thought, oh, this is very nice. Swiss Air is a very nice company. Und er dachte, na, das ist sehr schön, das Swiss Air gilt ja als eine gute Luftfahrtgesellschaft. I sat down. I was a bit surprised. There was no newspaper, but there was a
this German who started berating the hostess and saying, this is a scandal, we don't get a newspaper. Und er setzte sich also in fröhlicher Erwartung seines Flugs hin und war dann ein bisschen überrascht, dass es da keine Zeitung gab, aber stattdessen gab es einen deutschsprachigen Schweizer, der gleich mit der Stewardess einen Streit anfing darüber, dass es keine Zeitungen gab. Then the flight takes off and I hear the hostesses rumbling about, making things for their little trolley. And I think, oh, no doubt I will get something very nice. Und dann ging es also mit dem Fliegen los, das Flugzeug hob ab und er hörte also, wie die Stewardess dann irgendwo hinten da mit ihrem kleinen Wägelchen rumpelte und irgendwelche Dinge vorbereitete und James entspannte sich schon in der Erwartung von irgendetwas Nettem, das er dann bald bekommen würde. But then there is an announcement saying, in front of you in the little pocket, you will find a price list. Aber dann gibt es dann diese Durchsage, die sagt, in der Tasche, im Sitz vor Ihnen werden Sie die Preisliste finden. Then I open this up. A cup of tea is €2.60. Er öffnet also diese Broschüre und eine Tasse Tee kostet €2,60. So Swiss Air has turned into Ryanair. Also Swiss Air hat sich in Ryanair verwandelt. And I felt quite disturbed by this. James fühlte sich ziemlich verstört durch diese Tatsache. Because I had my memories of in the past traveling many times on Swiss Air and it was very nice. You felt like an honored guest. And now you feel like a little bit of disturbance that has come into their chic world. Denn er hatte sehr gute Erinnerungen, er ist oft mit Swiss Air geflogen und früher hat man sich also immer sehr willkommen geheißen an Bord eines solchen Flugzeugs und heutzutage fühlt man sich ein bisschen mehr wie eine Art Störung, die da in diese schicke Welt eingedrungen ist. So due to causes and circumstances, due to the complex conditions of the world economy, the difficulties for airlines after the Twin Towers collapsing in America, some of the internal economic difficulties of Switzerland, we know that Swiss Air almost collapsed as an airline company. And so they have been reborn as something else. What is actual about Swiss Air and my fantasy about Swiss Air were not the same. Nun, aufgrund der Komplexität von Ursachen und Bedingungen, aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Welt nach dem Kollaps der Zwillingstürme in den USA und insbesondere den Folgen der Luftfahrt in der Welt und insbesondere auch aufgrund interner ökonomischer Probleme der Swiss Air, die ja als Luftfahrtgesellschaft gewissermaßen eigentlich schon bankrott war und eigentlich als eine neue Art Gesellschaft wieder rekonstruiert worden ist. Aufgrund all dieser Ursachen und Bedingungen war sozusagen die Idee von James, was Swiss Air ist und das, was Swiss Air tatsächlich ist, in keinem Zusammenhang mehr. So if the gap between your assumption and what manifests for you is not too big or too crude, even when there is a disjunction, we tend to ignore that and continue with our automatic pilot, perceiving in terms of our assumption rather than a direct, attentive perception to what is there. Wenn nun aber diese Lücke, diese Spalte zwischen unseren eigenen Annahmen über das Wesen von Dingen und über dem sozusagen eigentlichen So-Sein dieser Dinge, wenn diese Lücke nicht allzu groß ist, also selbst wenn es da eine Verwerfung geben sollte, wenn diese Verwerfung nicht allzu stark, nicht allzu groß oder vielleicht auch nicht allzu absurd ist, dann tendieren wir dazu, diese Verwerfung eigentlich gar nicht aufzunehmen, sie gar nicht zu beachten, sondern gewissermaßen auf Autopilot geschaltet fortzufahren auf der Grundlage unserer Annahmen und nicht auf der Grundlage dessen, was tatsächlich ist. Erst wenn, nein, das hatte ich nicht gesagt, statt also sozusagen auf der Grundlage unserer Annahmen fortzufahren, statt das zu beachten, was sich tatsächlich darbietet. So in that sense we are often undistracted in our attachment to our fantasy, which is a tragedy. In diesem Sinne sind wir oft
nicht abgelenkt in unserem Anhaften an unsere eigenen Fantasievorstellungen, und das ist eine Tragödie. And this is the nature of neurosis. When we get caught up in particular anxieties or patterns of depressive thought, we take these experiences to be the truth, and very often they are grounded in old experiences and attitudes and core beliefs developed in childhood, and we hold to them as being real. Insbesondere ist das auch ein Muster, wie sich Neurose entwickelt. Denn wenn wir sozusagen in unseren neurotischen Mustern, in depressiven Mustern gefangen sind, die oft gewissermaßen für realer gehalten werden als die eigentlichen Erfahrungen, die wir machen, und die oft dann auch sich in früheren Erfahrungen gründen und in den Glaubensvorstellungen, die wir um diese früheren Erfahrungen gemacht haben, und sozusagen begleitenden Ideen und Vorstellungen, die wir dazu entwickelt haben, dann neigen wir dazu, eben an diesen Vorstellungen, an diese Art der Wahrnehmung festzuhalten. So one might have a long-standing negative belief about oneself. One might believe, I am unlovable, I am a bad person, people don't like me. So könnte man zum Beispiel eine schon langzeitig entwickelte, lange Zeit entwickelten negativen Glauben über sich selbst haben, eine negative Vorstellung über sich selbst haben. Man könnte vielleicht denken, mich kann man nicht lieben, ich bin unangenehm, andere Leute mögen mich nicht und so weiter. And although one might have friends or perhaps family who make positive comments towards one, these will be kept in a parallel stream and not allowed to really impact and shift the core belief. Und obwohl vielleicht man sogar Freunde hat oder eine Familie hat und von diesen Menschen, mit denen man es zu tun hat, positive Kommentare und Bemerkungen zu einem kommen, führt man sozusagen, verbucht man alle diese positiven Dinge in einer Art parallel geführten Buchhaltung und erlaubt ihnen nicht diese Kernglaubensvorstellungen, mit denen man sozusagen umzugehen pflegt, irgendwie zu berühren oder in Frage zu stellen. Because the core belief becomes a very exciting object inside ourselves. Whenever we spend time with the thought that I'm useless, I'm terrible, there is something almost erotic in the power of the attachment to it. And therefore an ordinary idea of I'm an okay person is not strong enough to pull the mind away from this fixation. Diese Kernvorstellungen von der eigenen Negativität können selbst zu einem sehr aufregenden Objekt werden, das die Macht hat, wenn wir uns auf dieses Objekt ausrichten, in uns sehr starke bindende Gefühle, geradezu vielleicht sogar erotische Gefühle zu wecken. Und so hat also vielleicht so ein gewöhnlicher Gedanke, wie dass ich im Wesentlichen ganz okay bin und in Ordnung bin, nicht die Macht, diese Art von Fixierung aufzubrechen. So, to be non-distracted is not necessarily good. To be non-distracted can be a state of darkness, of closure, with aspects of stubbornness. Also nicht abgelenkt zu sein, ist nicht notwendigerweise und von sich aus gut, denn nicht abgelenkt sein kann auch den Aspekt von Dunkelheit besitzen, es kann den Aspekt haben, abgeschlossen zu sein und geradezu vielleicht auch den Aspekt von Sturheit. And so in Buddhism we also have many practices for disrupting fixed attachment and focused attention on negative aspects. Und so haben wir im Buddhismus auch eine Menge verschiedene Praktiken, die dem Zweck dienen, die gerichtete Aufmerksamkeit auf negative Aspekte zu unterbrechen und sozusagen zu unterbrechen. This would include confession and purification practices, for example with the use in Tibetan Buddhism of a deity like Vajrasattva. Das würde zum Beispiel Praktiken wie
Praxis des Bekennens und des Reinigens beinhalten, die im tibetischen Buddhismus sich verbindet mit dem Gebrauch der Gottheit, die man als Vajrasattva bezeichnet. And there one imagines the deity sitting on the top of one's head, and by reciting the mantra from the heart, around the heart of the deity, a purifying liquid descends from their body through the top of your head, coming down and filling up the whole of your body so that everything which is negative and difficult flows out of your body. Und in dieser Praxis unterhält man die Vorstellung, dass über dem eigenen Kopf die Gottheit Vajrasattva sitzt, und während man also dieses Mantra von Vajrasattva rezitiert, fließt aus dem Herzen und um das Herz der Gottheit herum eine reinigende Flüssigkeit heraus, tritt in unseren Kopf und sozusagen von der Spitze des Kopfes abwärts reinigt und drückt diese Flüssigkeit, alle negativen Aspekte von uns aus dem Körper heraus. But we know that good girls like bad boys. Nun, was wir aber auch wissen, ist, dass gute Mädchen schlechte Jungs mögen. And many boys like bad girls. Und viele Jungs mögen schlechte Mädchen. Difficulty, turbulence, confusion, passionate involvement is often much more interesting than the possibility of purification. Schwierigkeiten, Verwirrung, leidenschaftliche Verwicklung sind oft viel interessanter als die Möglichkeit einfach von Reinigung. Many people receive initiations into practices which they do for 1 week, 2 weeks, 1 month, and then they don't do them anymore. Viele Menschen erhalten Initiationen in Meditationspraktiken, die sie dann vielleicht 1 Woche, 2 Wochen oder eine Weile länger machen, aber dann nicht mehr. As this old saying is, the road to hell is paved with good intentions. Ja, ein altes Sprichwort sagt, die Straße zur Hölle ist gepflastert mit guten Absichten. And that is because good intentions are not nearly as interesting as actual messiness. Und das liegt daran, dass gute Absichten auch nicht nur annähernd so interessant sind wie ein Durcheinander. So it's very important to have some strong methods for disrupting negative attachment. Daher ist es sehr wichtig, einige starke Methoden zu haben, die negatives Anhaften unterbrechen. And for that we can use physical yoga practices, controlling the breath, which controls the flow of energy in the body. Dafür kann man auch körperliche Yoga-Übungen verwenden, man kann Atemkontrolle verwenden, die dazu führt, dass auch der Fluss der Energie im Körper gesteuert wird. Or a practice like churt, which means cutting, which is involved in cutting attachment to the body as the site or the basis for the enthrallment, the entanglement in complex, passionate attachments. Oder aber könnte es auch die Praxis von Chö, also die Praxis des Durchschneidens sein, welches nichts anderes meint als das Durchschneiden der Anhaftung an den Körper, wobei hier der Körper als der Sitz von dieser Verwicklung in diese leidenschaftlichen Anhaftungen betrachtet wird. In all these practices, the focus is still on separating subject from object, trying to join subject to good objects and separate the subject from bad objects. In all diesen Praktiken liegt der Schwerpunkt immer noch auf einer Trennung zwischen Subjekt und Objekt und in dem Versuch, in der Bemühung des Versuchs, das Subjekt von schlechten Objekten weiter zu trennen und es eher mit guten Objekten zu vereinigen. Because what we call me, I, myself is something quite complicated. Denn das, was wir ich oder mein oder ich selbst nennen, ist etwas sehr Kompliziertes. The sense of self is not a sort of continuous flow of me just being myself. Denn das Empfinden von Selbst ist nicht einfach bloß ein kontinuierlicher Fluss meiner Empfindung, ich selbst zu sein.
For most of us, most of the time, it exists as a complex turning field of dialogic interaction. Für die meisten von uns ist dieses Selbstempfinden eher ein sich ständig wandelndes, drehendes Feld von einer dialogischen Wechselwirkung. For example, a sensation might arise and you feel or you think or you say, oh, I'm tired. Zum Beispiel könnte eine Empfindung aufkommen und wir tendieren dazu dann zu fühlen oder auch auszudrücken, oh, ich bin müde. So we say, I am tired. Dann sagen wir eben, ich bin müde. The tiredness is a sensation which is arising. It was not there before. It's here now, and if you go to sleep, when you wake up, hopefully it won't be there after. Das Müde-Sein davon in dieser Aussage ist eine Empfindung, die gerade aufkommt. Es ist eine Empfindung, die vorher nicht da war. Und es ist zugleich auch eine Empfindung, die hoffentlich, wenn wir geschlafen haben, auch nicht mehr da sein wird. So our sense of self expands out and incorporates temporary passing phenomena through an identification with them. Das heißt, unser Gefühl von uns selbst erweitert sich und beginnt zeitweilige Erscheinungen, Phänomene, die von vorübergehender Natur sind, zu umfangen, zu umfassen und sich mit ihnen zu identifizieren. If you like, the subject side of the self makes a statement about the object, but the object side also makes a statement about the subject side. Wenn man so sagen wollte, die subjektive Seite des Selbst macht ein Statement, eine Aussage über das Objekt, aber zur gleichen Zeit macht gewissermaßen das Objekt auch eine Aussage über das Subjekt. And this turning wheel of interaction creates the ongoing capacity that we have to redefine ourselves in different situations. Und dieses sich ständig drehende Rad der Wechselwirkung erschafft gewissermaßen, wenn man so will, die Fähigkeit, die wir haben, uns in den stets wechselnden Situationen, denen wir begegnen, uns immer neu zu definieren. So if I have a sense I am good, that tends to be dependent on a period where, for whatever complex reasons, I'm able to behave in ways which I can consider to be good. Wenn ich also mich selbst als gut betrachte, dann hängt das in einer komplexen Weise davon ab, dass es Situationen gibt, in denen ich mich in einer Weise verhalte, die ich für gut betrachte. But then something shifts, our karma shifts, and we find ourselves in a period where we seem to be doing a lot of bad things. And then we think, I am bad. Aber dann verändert sich vielleicht etwas, man könnte sagen, unser Karma verändert sich und wir finden uns wieder in einer Situation, in der wir, oder in einer Phase unseres Lebens, in der wir vielleicht eine Menge schlechter Dinge tun und dann sagen wir, ich bin schlecht. From the Buddhist point of view, the reason that I'm doing good things is not because I am good, but because for a momentary period the causes and conditions which support the arising of good actions is present. That is a temporary concatenation, a temporary putting together of circumstances, and when the causes of that vanish, then our behavior shifts. Aus der buddhistischen Sicht ist es aber so, dass wenn man sagen kann, dass ich gute Dinge tue, dann liegt es nicht daran, dass es da ein Ich gibt, das gut ist, sondern es liegt daran, dass wir in einer vorübergehenden Situation uns befinden, in der die Ursachen und Bedingungen dafür da sind, gute Dinge zu tun, die also diese Art von Verhalten unterstützen und tragen. Und wenn diese Ursachen und Bedingungen sich erschöpft haben, dann hört es dann auch mit diesem Gutsein auf. That is to say, the source of the experiences which give me the sense of being who I am is not some factory deep inside me. Und das bedeutet, dass die Quelle der Erfahrung, die uns den Sinn dafür vermittelt, wer wir zu sein glauben, nicht etwas ist, was aus einer Fabrik, aus einer Quelle tief in uns entsteht oder herrührt. That we can see with this prison in Iraq where some American soldiers were involved in torturing Iraqis.
Wir können das gut sehen in diesem irakischen Gefängnis, wo amerikanische Soldaten verwickelt waren in das Foltern von Irakern. For some reasons, economic, historical and so forth, these people joined the American army. Aus irgendwelchen Gründen, welche auch immer es sein mögen, historische, ökonomische, wirtschaftliche Gründe, haben diese Leute sich der amerikanischen Armee angeschlossen. For all sorts of complex historical, economic reasons, America goes to war with Iraq. Wiederum aus einer ganzen Menge verschiedener Ursachen, welche Art auch immer, ökonomische, historische, beginnen die USA einen Krieg mit dem Irak. Due to complex discussions in the Pentagon, they decide which divisions of the American army will go to Iraq. Aufgrund von sehr verwickelten Diskussionen im Pentagon werden Entscheidungen gefällt, welche von den Divisionen der US-Armee nach Irak geschickt werden. Due to movements of troops inside Iraq and particular postings, some people end up being posted to work in this prison. Und aufgrund der Truppenbewegungen der US-Armee im Irak und aufgrund von verschiedenen speziellen Entscheidungen, wer wo letztlich dann positioniert wird, enden bestimmte Leute mit einem Dienst in diesem Gefängnis. And due to the complex system that they're operating in with many different kinds of pressure, something is constellated inside them which permits them to behave in the ways which have been revealed through photographs and the accounts of Iraqi prisoners. Und durch eine komplexe Wechselwirkung von Bedingungen und von Faktoren, und von Stressfaktoren und Druck, also Druckfaktoren, den diese Leute erfuhren und was auch immer sonst noch gewesen sein mag, verhalten sich diese Leute auf eben diese Weise, die dann durch Fotografien und durch Berichte der irakischen Gefangenen eben zutage gekommen ist. President Bush has a theory that I think it's either due to the power of Jesus Christ, in which he believes a lot, or perhaps due to the movement of the planets. The 20 bad soldiers, the only 20 bad soldiers in the entire American army, probably because they are members of a Kabbalistic cult, made vows written in their own blood and did everything they could to all join together and work in that prison. And that's why they were there. Otherwise, how can you explain bad things happening in a good army? Aus der Sicht von Präsident Bush wird das so erklärt, dass entweder aufgrund des Einflusses von Jesus Christus, an den er sehr glaubt, oder aufgrund der Tatsache, dass es da eine kabbalistische Verschwörung gibt, dass aufgrund dieser Dinge oder vielleicht aufgrund der Stellung und Konstellation der Planeten in dieser Gefängnis gerade die 20 schlechten Menschen, die es überhaupt in der US-Armee zu finden gibt, sich zusammengerottet haben und einen kabbalistischen Bund mit ihrem eigenen Blut unterschrieben haben. Denn wie könnte man ansonsten erklären, dass es da überhaupt so etwas geben kann in einer ansonsten so guten Armee? Because George Bush, being a good person, knows that bad deeds are done by bad people. Denn indem George Bush selbst eine gute Person ist, weiß er natürlich auch, dass schlechte Taten nur von schlechten Leuten gemacht werden. Badness comes out of a little badness thing inside. Und Schlechtigkeit kommt aus einer Schlechtigkeitsquelle innen drin. And George, when he was a small boy, he had a badectomy. They cut it out. And he's now a good boy. Und als George ein kleiner Junge war, da hatte er also diese Schlechtigkeitstomie, diese Operation, die dieses schlechte Ding herausgeschnitten hat. Und deswegen ist er jetzt einfach gut. This is part of the problem of our world, is that this kind of very primitive thinking of fixed causation in entities, it has the wonderful power of simplifying the world. The view from the position of Buddhism is much more complicated. And from the point of view of Buddhism, bad deeds arise because of distraction and attachment. Das ist natürlich eines der Probleme unserer Welt, diese Art von versimpelnder
von versimpelten Ursachen denken, sodass man schlichtweg einfach sagt, schlechte Dinge kommen von der Schlechtigkeit. Und dieses Versimpelnde ist natürlich etwas, was einem die Welt auch sehr viel einfacher macht. Und die buddhistische Sichtweise ist natürlich eine viel kompliziertere, nämlich zu sagen, dass schlechte Taten aus Ablenkung und Anhaftung entstehen. Because on an outer level, we need to practice morality, and there are many teachings in Buddhism, and they're based on the idea, do good things, don't do bad things. That operates on the level that you are an individual agent, you are somebody who can make decisions and manage and shape your own behavior, no matter the circumstance. Natürlich auf äußerer Ebene gibt es eine Notwendigkeit der Moralität oder Ethik, und das gibt es natürlich auch im Buddhismus. Auch dort gibt es die Idee, dass man gute Dinge tun sollte und schlechte Dinge nicht tun sollte. Und eine solche Idee basiert auf der Vorstellung, dass man ein individuelles Agens ist, das in der Lage ist, seine eigenen Handlungen unabhängig von den äußeren Bedingungen und Umständen zu formen. But of course, when we come to start doing meditation practice and we sit with our own mind, we find that our mind is indeed very disturbed. Wenn wir aber anfangen, tatsächlich Meditationspraxis auszuüben und gewissermaßen es mit unserem eigenen Geist aussitzen müssen, dann werden wir feststellen, dass unser Geist in der Tat sehr verstört ist. So that on the one hand, the simplicity of our self-definition, which is required if we are to live in the world with others, that is to say, I need to be able to consistently behave in the manner of James, so that those who know James and think James will behave in this way or that way can have their faith proven, so that I will turn up on time and do what I'm obliged to do. Das heißt, wir haben hier eine Situation, in der wir einerseits, wenn wir als Individuum in dieser Welt existieren, auch gezwungen sind, in einer gewissen Weise konsistent aufrechtzuerhalten, was wir zu sein erscheinen. Mit anderen Worten, wenn es James ist, dann muss er immer James sein. Dann muss er gewissermaßen in der Lage sein, diese Erscheinung als James auch kontinuierlich in der Zeit für andere sichtbar sein zu lassen, sodass sich andere darauf verlassen können, dass James pünktlich zur Arbeit kommt und die Dinge tut, die halt zu tun sind. But in order to be not distracted from that consistent presentation of the self, I have to not attend to the actual complexity of myself. Um aber in der Lage zu sein, keine Ablenkung von dieser in sich selbst schlüssigen, konsistenten Selbstdarstellung, Präsentation eines eigenen Selbst, um einer solchen Ablenkung nicht zu unterliegen, muss ich aber natürlich gleichzeitig abgelenkt sein von der präzisen Wahrnehmung der Komplikation, der Komplexität dessen, was ich tatsächlich bin. Because if you sit quietly and you just observe the breath going in and out, you become aware that you forget the breath and you go off on all sorts of journeys. You find yourself distracted into memories, to hopes, to fantasies. Wenn wir da einfach da sitzen und unseren Atem beobachten, dann werden wir feststellen, dass wir den Atem sehr schnell vergessen und auf eine ganze Menge verschiedene Reisen gehen, auf gedankliche Reisen, die unsere Vergangenheit betreffen, die irgendwelche Hoffnungen und Fantasievorstellungen betreffen. Who is doing all this weird stuff? Wer ist es denn nun, der all dieses seltsame Zeug tut? Who is responsible? Wer ist dafür verantwortlich? Weird stuff arises inside you, comes from somewhere, seems to come from you, but you don't want it to happen. Krudes Zeug taucht in uns auf und es scheint in uns aufzutauchen, aber wir selbst haben ja gar nicht den Wunsch gehabt, dass es stattfindet. It's very important then to see that who we think we are is not who we are. Who we think we are is an artifice, it's a construction
which we hold together with a great deal of effort, and when we allow our attention to focus more widely on what is actually presenting itself, our existence is something much less formed, much more chaotic. Und das läuft darauf hinaus zu erkennen, dass wir nicht das sind, wofür wir uns halten. Dass das, wofür wir uns halten, lediglich eine Art Kunstgriff, ein Kunstprodukt ist, das mit einer ganzen Menge Anstrengung in seinem Bestehen aufrechterhalten werden muss. Und wenn wir tatsächlich uns erlauben und gestatten, anzufangen wahrzunehmen, wer wir sind, dann werden wir feststellen, dass wir etwas sind, was bei weitem nicht so stark konsistent und geformt ist, wie wir es gemeinhin annehmen. Now in Buddhism there are many different styles of practice, many different levels of practice, which we don't have time just now to go into, but this point of the complexity of the mind is very important, because from one point of view, if you say, my goal is to calm my mind so that I have a capacity to maintain non-disturbance, then what is now regarded as disturbance is something to be resisted and to avoid contamination. Nun, es gibt natürlich diesbezüglich Praktiken auf sehr unterschiedlichen Stufen und Ebenen im Buddhismus, und wir haben hier heute Abend nicht die Zeit, da hineinzuschauen, aber der entscheidende Punkt ist zu erkennen, dass dieser Aspekt der Komplexität des eigenen Geistes außerordentlich wichtig ist. Denn wenn wir uns auf die Ebene begeben zu sagen, ich begegne der Ablenkung, indem ich mich entschließe, meine Aufmerksamkeit einsgerichtet auf etwas zu fokussieren, dann beschließe ich sozusagen, dass es dieses Ding gibt, auf das ich meine Aufmerksamkeit fokussiere, und zugleich aber auch all das andere, dem ich widerstehen muss. But while you're maintaining that focus, you're still having a dualistic relationship with yourself. Because you're saying, I will keep myself on track by focusing my attention in this way. So you are still in the business of self-management. Während man also eine solche Art von Aufmerksamkeit fokussiert, aufrechterhält, erhält man zugleich auch immer noch ein dualistisches Verhältnis zu sich selbst. Mit anderen Worten, man hat die Idee, dass man selbst derjenige ist, der es bewirkt, der es tut, die Aufmerksamkeit in der gewünschten Weise auf ein bestimmtes Objekt zu fokussieren. Und das ist sozusagen immer noch der Bereich von Selbstmanagement. And although it's a very useful quality to develop, it is not self-maintaining. It will always require effort and is therefore vulnerable to things like illness, to old age, to fright, to shock, to trauma of various kinds. Und obwohl natürlich ein solcher Zustand durchaus sinnvoll, nützlich und wünschenswert sein kann, ist er immer noch ein Zustand, der nicht aus sich selbst sich fortsetzt, sondern es ist ein Zustand, der durch eigene Anstrengung aufrechterhalten werden muss und dadurch dann natürlich auch ein potenziell gefährdeter Zustand ist. Er kann gefährdet sein durch Krankheit, durch Altern, durch Schock, durch alle Arten von Traumen. So this kind of practice remains within what is called relative truth. That is the truth that pertains when there is a subject moving in the world of objects. Das heißt, diese Art von Praxis ist eine Praxis, die in dem Bereich der relativen Wahrheit operiert, das heißt in dem Bereich operiert, in dem es immer noch ein Subjekt gibt, das sich in eine Welt von Objekten bewegt. From the point of view of absolute truth, or how things are without artifice, the point of focused attention moves from being one based on intentionality and effort towards one based on relaxation and integration into the ground nature, that which is there from the very beginning. Nun vom Standpunkt der absoluten Wahrheit, oder mit anderen Worten vom Standpunkt der Nichtkünstlichkeit, ist der Punkt der fokussierten Aufmerksamkeit ein Punkt, der sich
wegbewegt von einer absichtsvollen und bemühten Fokussierung der Aufmerksamkeit hin zu einer entspannten und integrierenden Aufmerksamkeit, die sozusagen das, was erscheint, mit dem Grund, mit der Basis der eigenen Natur integriert. When ignorance arises in the mind and subject and object separate, a system of tension is set up so that there is this dialogic vibration, a dualistic vibration. When we relax, that tension itself just comes down into one point, and in that one point, which is infinite, there is no longer a separation of a subject in relation to an object. Diese Spaltung zwischen Subjekt und Objekt erzeugt ein System von Spannungen, und diese Spannungen führen eben zu dieser dialogischen oder dualistischen Wahrnehmung. Und wenn man in der Lage ist, wirklich zu entspannen, dann fließen oder kommen all diese Spannungen in einen Punkt zusammen, der selbst ein unendlicher Punkt ist, ein unendlich ausgedehnt ist, und in einem solchen Zustand gibt es keine dualistische Spaltung zwischen Subjekt und Objekt mehr. And the key thing that we have to awaken to here is letting go of the idea that we exist as a finite position, as a location, maybe inside our body, inside our head. We often have the sense that we are located in a place looking out towards other things. Und der Schlüsselpunkt, zu dem wir hier kommen müssen, ist das Aufgeben der Vorstellung, dass wir sozusagen als ein begrenztes, endliches Ding, das im Raum lokalisiert ist, möglicherweise sogar in unserem Körper lokalisiert ist und gewissermaßen aus diesem Körper durch unsere Augen auf die anderen Dinge schaut. Of course, each of us here has that experience, that we are in our body, as our body, and we are at this moment kind of looking out through our eyes. We have a sense of listening out through our ears and sounds coming in through our ears. Natürlich, jeder von uns hat die Erfahrung, dass wir gewissermaßen in unserem Körper, als unser Körper da sind, dass wir hier sitzen, dass wir durch unsere Augen gucken, dass unsere Ohren Klänge wahrnehmen und sagen mit diesen Ohren, dass wir mit ihnen hören, dass wir sehen. It's not that this isn't happening, but what it is, or what goes wrong, is that we attribute a false entitative identity to that experience, which is actually an energetic movement. It is the energy of the ground nature itself. Es soll also nicht gesagt werden, dass es diese Erfahrung nicht gibt, dass wir das nicht erfahren würden, sondern was falsch eigentlich ist, dass wir eine Art verdinglichende Identität diesem einer energetischen Bewegung, einem Prozess zuweisen, die eine falsche Identität ist. So at the moment I am talking, so I have the experience I am talking. But the one who is talking is not talking. There's a double move, that the mind that is aware of talking is aware of the arising of sounds, and I can feel the physical sensation of my own embodiment. This aspect is an energetic flow because it arises and it passes. It is not the ground of my own being. However, it is inseparable from the ground of my own being. Wenn also James hier spricht, dann spricht er, aber er ist nicht derjenige, der spricht. Mit anderen Worten, es ist nicht sozusagen, es ist nicht der Ausdruck von irgendeiner Eigenschaft von ihm, dass er spricht, sondern es ist der Ausdruck eines energetischen Flusses, der aus dem Grund seines Seins aufkommt und sich manifestiert und nicht mit diesem Grund identisch ist, aber zugleich natürlich mit diesem Grund verbunden ist. Also auf der Grundlage dieses Grundes erscheinen kann. So in the traditional example, the open quality, noetic being or presence, which illuminates all that is occurring, is like a mirror.
And the moments of manifestation, like my feeling of speaking, which includes my bodily movements, my breathing, all of these aspects, are like the reflection in the mirror. Und das traditionelle Bild hier für diese offene oder noetische geistige Qualität der Präsenz ist die eines Spiegels. Und all diese vorübergehenden Manifestationen, wie das Sprechen, wie das sich bewegen und dergleichen mehr, sind nichts anderes als Dinge, die in diesem Spiegel gespiegelt werden. It's not that I'm not really this person speaking, that this is some kind of illusion and it can vanish and then I find my real nature, which is just this big open space. Damit soll nicht gesagt sein, dass er nicht die reale Person wäre, die hier spricht, dass er sozusagen nur eine Art illusorische Trick wäre, der verschwinden könnte und dann würde nur noch dieser offene Raum bleiben. But what we have is an integration of the three aspects of existence. There is the openness of presence, which is something which is quite ungraspable, that we cannot find or name our mind. Was wir stattdessen aber hier haben, ist die Integration der drei Aspekte der Existenz und der erste davon ist diese offene Qualität der Existenz, die etwas die sozusagen das Ungreifbare ist, die Unmöglichkeit, unseren eigenen Geist wirklich zu definieren. And then we have the aspect of clarity or manifestation, which is just the experience of what is arising without separation. So that what arises for me is the sense of everybody here and my own body. And there is no division between my own body and your body, because it is all within one sphere or tigli of experience. Und dann haben wir den zweiten Aspekt, den Aspekt der Klarheit oder den Aspekt der Manifestation. Und dieser Aspekt drückt aus, dass es da ganz klar ein Erscheinen gibt und dass dieses Erscheinen, also hier das Erscheinen für James von uns und seinem eigenen Körper, ein ungetrenntes Erscheinen ist, keinerlei Trennung zwischen dem Erscheinen von den anderen und ihm selbst, sondern es ist etwas, was vollkommen eins ist in diese Sphäre und in diesem Tiglet der Erfahrung. And then what arises on the level of manifestation is the movements of everything in the field, an aspect of which is my movement. So there's the movements of my body, of my voice box, of my breath and so on, which is always precise, unique and impermanent. Und der dritte Aspekt ist der Aspekt der Erscheinung in ihrer Bewegung. Und in dieser Bewegung ist hier die Bewegung des gesamten Feldes, also natürlich die Bewegung, die er wahrnimmt, die Bewegung seines eigenen Körpers, seiner eigenen Stimme. Und der Aspekt hier ist, dass diese Erscheinung immer einzigartig ist und zugleich unbeständig oder vergänglich. And these three dimensions of being are inseparable. Und diese drei Aspekte oder Dimensionen des Seins sind untrennbar voneinander. It's not that one is more important than another. Keineswegs ist eines davon wichtiger als die andere. Because most of the time we are caught up in heavy attachments on the level of manifestation, at first it's important to really practice the relaxation and the integration with spaciousness. Da wir aber ständig mit sehr schwerwiegendem Anhaften an Erscheinungen gefangen genommen werden, ist es zunächst einmal wichtig, Entspannung und Integration mit dem raumartigen Aspekt zu üben. But the space itself is the ground out of which the manifestation is occurring. Andererseits ist der Raum selbst der Grund, auf dessen Grundlage die Manifestationen, die Erscheinungen erscheinen. Whatever arises has nowhere else but to arise in this open dimension of being. And it has no other time to arise than now. Was immer erscheint, erscheint in dieser offenen Dimension des Seins und es gibt keine andere Zeit für diese Erscheinung als die Zeit des Jetzt. Although when you have a memory,
it may feel to you, you may experience it as if you were somewhere else. The only place you ever are is here and now. Obgleich wir ein Gedächtnis haben und dieses Gedächtnis uns dazu verleiten kann, die Empfindung zu haben, woanders zu sein oder etwas anderes zu sein, ist der einzige Ort und der einzige Platz und die einzige Zeit, in der wir sein können, das Hier und das Jetzt. Tomorrow I am going to Todtmoos. Morgen wird James nach Todtmoos fahren. I am going to a Buddhist center in Todtmoos. Das heißt, er wird dort in ein buddhistisches Zentrum gehen. That Buddhist center is in my mind. Dieses buddhistische Zentrum befindet sich in seinem Geist. It's in my mind now and it's in my mind tomorrow. Es ist in seinem Geist heute und es wird in seinem Geist morgen sein. Wherever this Buddhist center is, when I get there, it will be in my mind. Wo immer dieses buddhistische Zentrum sein mag, wenn er da hinkommt, wird es in seinem Geist sein. I cannot experience anything outside my mind. Denn es ist nicht möglich, irgendetwas außerhalb seines eigenen Geistes zu erfahren. It is my experience. Es ist nur die eigene Erfahrung. Just because something is one's experience doesn't mean you make it yourself. Und nur weil etwas die eigene Erfahrung ist, heißt es noch lange nicht, dass man es selbst gemacht hat. The whole world is our experience. Die ganze Welt ist nichts als unsere eigene Erfahrung. If we create a false dichotomy between reality and fantasy, Wenn wir aber diese falsche Dichotomie zwischen Realität und Fantasie erschaffen, then we can think, oh, in Todtmoos, which is a real town in the Schwarzwald, there is a Buddhist center, which is there tonight, although we are not there, and there are people in that house tonight, and they are experiencing that house as that house is tonight, and tomorrow we will go there and have that experience. dann könnte man denken, da in Todtmoos, da gibt es also dieses buddhistische Zentrum, das auch dann da ist, wenn wir nicht dort sind heute Nacht, und in diesem Zentrum, in diesem Haus, das sind also auch Leute, auch heute, wenn wir nicht da sind, und diese Leute werden die und jene Erfahrungen heute Nacht machen. Und das heißt, wir erfahren dieses Haus als unabhängig, real existent. But the people who are in the house in Todtmoos at this very moment are in my mind. Aber die Leute, von denen er hier als in diesem Haus, in diesem Moment anwesend spricht, sind die Leute in seinem Geist. If they weren't in my mind, I wouldn't be talking about it. Wenn sie nicht darin wären, würde er über sie nicht sprechen. This is not a kind of 19th century Bishop Berkeley and idealism. It's not to say that the whole world is a subjective fantasy. Hier handelt es sich also keineswegs um den Berkeleyschen Subjektivismus des 19. Jahrhunderts, also um die Vorstellung, dass die ganze Welt nichts anderes ist als eine Fantasievorstellung. Because when I say it's in my mind, I don't mean a mind which is sitting inside my body. Denn wenn James sagt, es ist in meinem Geist, meint er nicht irgendeinen Geist, der irgendwo innerhalb seines Körpers sitzt. When we relax, and over the weekend we do these practices a lot, this is just an open talk tonight, so we won't be doing the practice. But when you do the practice, you start to see that your mind has no limit to it. Am Wochenende, wenn wir eine Menge Praktiken machen werden, die wir hier natürlich nicht machen können, weil das einfach nur ein öffentlicher Vortrag ist, das ist nicht die Gelegenheit dazu, aber am Wochenende werden wir eine ganze Menge diesbezügliche Praktiken üben, und dann werden wir sehen, dass der Geist etwas ist, was keinerlei Grenzen hat. Es gibt nichts, was wir als eine Grenze angeben könnten. What I call my mind is a mind limited by me. Was ich als meinen Geist bezeichne, ist nichts anderes als der Geist, der durch die Vorstellung von einem Ich begrenzt ist. When I recognize that I, me and mine are energetic formations arising and passing within the open dimension of being, then being reveals itself as without beginning or end, without top or bottom. Wenn wir aber erkennen, dass dieses Ich oder mich oder mein nichts anderes ist als eine Art energetische Manifestation in dieser offenen Dimension des Seins, dann werden wir sehen, dass unser Geist keinerlei Anfang oder Ende, keinerlei unten oder oben hat. And then what we call subject and what we call object equally arise as the energetic manifestation of the mind. Und was wir dann als Subjekt oder als Objekt bezeichnen,
Das sind zwei Aspekte einer gleichartigen Erscheinung oder energetischen Manifestation im Geist, des Geistes. And when one practices from this view, distraction is no longer a case of trying to hold the mind in a particular place to fix it. Rather, distraction is when you become attached and caught up in something and lose the openness. So, und wenn man sozusagen mit dieser Sichtweise praktiziert, dann stellt man fest, dass Ablenkung keine Angelegenheit der Fähigkeit ist, seinen eigenen Geist in irgendeiner Weise an etwas zu binden, sondern Ablenkung ist dann eher eine Angelegenheit der Verwicklung in Anhaftung sein, die uns von dieser offenen Dimension wegzieht. So the key thing is to keep relaxing and to keep opening into undistracted presence with whatever arises. Instead of trying to decide on an object of attention and maintain that, one attends to whatever presents itself. Das heißt, der Schlüsselpunkt aus dieser Sicht ist eine fortwährende Aufmerksamkeit oder eine fortwährende Präsenz in dem zu halten, was auch immer erscheint. Und es geht hier also nicht darum, sozusagen eine Aufmerksamkeit bei etwas zu halten, bei etwas Bestimmten zu halten, das wir als den Fokus unserer Aufmerksamkeit gewählt haben, sondern es geht darum, unsere Aufmerksamkeit bei all dem zu halten, was auch immer gerade in dem Augenblick erscheint. Now that's difficult to understand from an ordinary point of view, because we may have had experiences of a kind of sensory overload, that if you stop editing with your mind, you can feel overwhelmed by the experience. Sometimes people have that on psychotropic medication like LSD or mushrooms. Das ist natürlich etwas, was von einem gewöhnlichen Standpunkt aus schwer zu verstehen ist. Denn man könnte den Verdacht haben, dass wenn man aufhört mit dem Geist zu editieren, also zu sagen, Dinge wegzublenden und zu definieren, dass dann so eine Art sensorische Überladung, eine Art überwältigender Fluss von Wahrnehmungen stattfinden könnte. Und das ist in der Tat was passieren kann, wenn man zum Beispiel bestimmte psychotrope Substanzen wie LSD oder bestimmte Arten von Pilzen einnimmt. Because from the point of view of identification of I am me, I am this body, I am this personality, this group of memories, many things become seen as other, as negative, as attacking. And so my continued existence as me depends on pushing away all which is deemed to be not self. Das liegt daran, dass natürlich die Bemühung, dass diese Wahrnehmung von sich selbst als dieses Ich, als diese Selbstidentifizierung aufrechtzuerhalten, natürlich auch mit der Ausgrenzung von all dem zu tun hat, was nicht ich ist, was mir fremd ist und was möglicherweise auch einen Angriff auf mich darstellt, sodass da immer diese Tendenz ist, dieses alles wegdrängen zu müssen, sozusagen draußen halten zu müssen. But the mind is not the self. Aber unser Geist ist eben nicht dieses Ich. Sometimes you read in Buddhist books that there is no self or no ego in Buddhism. Manchmal liest man in diesen buddhistischen Büchern, dass es im Buddhismus kein Selbst oder kein Ego gäbe. This is a completely wrong understanding of traditional Buddhism. Das ist ein vollkommen falsches Verständnis des traditionellen Buddhismus. The self exists, our ego exists clearly, otherwise we'll get a bit lost in the world. The ego is your point of movement and engagement with the world. What the Buddhism is saying is this ego is not an entity, it doesn't have an inherent self-nature. It is a compound, an energetic, fluctuating compound. Natürlich existiert dieses Selbst, dieses Ego, ansonsten wären wir in dieser Welt verloren. Dieses Ego ist gewissermaßen der Angelpunkt unseres Verwickeltseins in die Welt. Das ist also nicht die Frage. Nur dieses Ego ist keine Entität, ist kein Ding, ist nicht etwas, was aus sich selbst existieren würde, sondern es besitzt eben keine eigene innewohnende
Selbstexistenz sozusagen. Es existiert nicht aus sich selbst als ein Ding, sondern ist ein energetischer Fluss und als solche etwas Zusammengesetztes. For example, during the day, we tend to be quite identified with our body. We get up in the morning, we have a pee, we clean our teeth, we have some tea or coffee or something, and then we go out walking or cycling, moving around, talking. We are our body. Zum Beispiel während des Tages sind wir in der Regel oder haben die Neigung in der Regel stark mit unserem Körper identifiziert zu sein. Wir stehen auf, wir gehen vielleicht pinkeln, wir putzen uns die Zähne, trinken Kaffee oder Tee, wir gehen aus dem Haus, laufen, wir fahren Fahrrad, was auch immer es dann ist, wir sprechen mit Leuten und so weiter. All das geschieht mittels unseres Körpers. And then at night time, you lie down in your lovely bed and you put your little head down and you say, bye bye body, see you in the morning. Und abends legen wir uns in unser Heierbettchen und legen unser kleines Köpfchen auf das Kissen und sagen, gute Nacht mein Körperchen, bis morgen. And in that experience of falling asleep, you're not embodied in the way that you are during the day. Und in dieser Erfahrung des Einschlafens sind wir nicht in der gleichen Weise verkörpert, wie wir es während des Tages sind. The body is something that we inhabit. Sometimes we don't inhabit it very fully. Say, for example, you're reading a book. Your attention might be caught, you might be holding the book, so your body exists as maybe the tension in your arms from the weight of the book, and maybe some pressure around your eyes, and maybe if you're writing, some feeling in the muscles and the tendons in your wrist, but maybe you don't have any legs anymore. And then suddenly you get a bit of a backache and you want to move your legs. So the body that we have is constantly expanding and declining. We don't have a whole body all the time. Der Körper ist etwas, was wir eigentlich eher bewohnen. Und wir bewohnen ihn keineswegs die ganze Zeit vollständig, sondern manchmal bewohnen wir ihn nur sehr teilweise. Wenn wir zum Beispiel ein Buch lesen, könnte das Bewohnen dieses Körpers im Wesentlichen in der Spannung der Arme bestehen, mit dem wir dieses Buch zu halten versuchen und vielleicht auch in ein bisschen Druck in den Augen. Und wenn wir dann noch dazu schreiben, spüren wir vielleicht noch unseren Arm und die Spannung in den Muskeln und den Sehnen des Armes. Aber was wir zum Beispiel dann möglicherweise gar nicht haben, sind Beine. Und dann meldet sich vielleicht ein Rückenweh und wir werden uns gewisser Körperteile gewahr, die wir vorher gar nicht mehr wahrgenommen haben, sodass dieser Körper keineswegs ein Ding ist, das wir vollständig in Besitz nehmen, sondern es ist ein Fluss von mehr oder weniger, manchmal mehr, manchmal weniger in Anspruchnahme. When you get sick and you go to the doctor, the body you show her is not the same as your ordinary body. Und wenn wir aber krank werden und zu einem Arzt gehen oder zu einer Ärztin gehen, dann ist dieser Körper, den wir ihr zeigen, keineswegs der Körper, den wir normalerweise haben. And the doctor looks at a body that you don't have. Und der Arzt oder die Ärztin schaut dann diesen Körper an, der gar nicht der Körper ist, den wir haben. The doctor's body is one that she found in medical school. Der Körper, den sie hat, das ist der Körper, den sie in der medizinischen Hochschule gefunden hat. But even the doctor who sees your body in terms of the body of the medical school doesn't live in the body of the medical school. Aber nicht einmal der Arzt, der meinen Körper mittels der Begriffe anschaut, die er oder sie in der medizinischen Hochschule gelernt hat, lebt in einem Körper, den sie von der medizinischen Hochschule bezogen hat. When the doctor is putting on her little eyelashes, looking in the mirror, that's not a medical body. That's a body of the ego and hopes and fears and am I still pretty and look at my wrinkles and what's happening to me. That's another body. Wenn die Ärztin ihre Wimperntusche auflegt und in den Spiegel guckt und sich fragt, ob sie immer noch hübsch ist und dann sich etwas über die Falten sorgt, die sie schon hat und sie fragt, was mit ihr eigentlich los ist. Dieser Körper, den sie da betrachtet, der ein Körper von Anhaftung, von Ego, von Wünschen, Hoffnung und Befürchtungen ist gewiss nicht der Körper, den sie aus der medizinischen Hochschule mitgenommen hat. So just as we have complex multiple bodies, we also have complex multiple selves, and all of them are moments of experience which reveal themselves according to causes and circumstances. Und so wie wir eben komplexe
multiple Körper haben, über die wir zeitweilig verfügen. In der gleichen Weise haben wir auch multiple komplexe Selbste, Ich-Identitäten, die wir entsprechend von oder gemäß den Bedingungen und Umständen, denen wir begegnen, enthüllen. So, in the practice of non-dual meditation in Buddhism, distraction arises due to energetic imbalance, where we lose the capacity to integrate the arising moment into the spaciousness of its own ground. Und Ablenkung besteht dann aus der Sichtweise einer nicht-dualen Meditation darin, dass wir den Kontakt mit dem Aufkommen in dem gegenwärtigen Augenblick, dem Aufkommen von Erscheinungen auf der Grundlage dieses Grundes, dieses offenen Grundes verlieren. If you experience the world as energy and experience, it won't make you stupid. Wenn man die Welt als Energie und Erfahrung erfährt, dann wird dieses einen nicht dumm machen. It will make you more precise in what you do. Dann wird man sehr viel präziser darin sein, was man tut. Unfortunately, due to ignorance, we tend to believe that anxiety and worry and tension and control and dominating power over is the secret of our success. Unglücklicherweise glauben wir aufgrund von unserer Unwissenheit, dass Ängstlichkeit, Befürchtungen, Anspannung, das Bedürfnis nach Kontrolle, das Bedürfnis nach Dominanz, die geheimen Ingredienzien und Schlüsselpunkte unseres Erfolgs sind. It doesn't mean, of course, that in letting go of that, you have to just abandon yourself to whatever is happening. Rather, through the non-dual integration of the self into its own ground, the qualities and capacities of the self to organize experience becomes softened and focused through the spaciousness of disidentification, so that there is more openness, clarity and spontaneous attunement to the precise moment. Das bedeutet wiederum aber auch nicht, dass wir uns sozusagen allem, was aufkommt, in irgendeiner Weise völlig hilflos überlassen müssen, sondern es bedeutet, dass wir, indem wir alles, was geschieht, in der Offenheit des Grundes, in dem es geschieht, integrieren können, wir unsere fokussierte Aufmerksamkeit gewissermaßen sanfter und offener machen können, sodass wir in der Lage sind, mit allem, was erscheint, mit allem, was aufkommt, auf angemessene Weise sozusagen in dem Moment, wo es erscheint, umzugehen. The ego says make more effort, but awareness always says make less effort. Das Ego ist dasjenige, was immer sagt, strenge dich mehr an, während Bewusstheit ist dasjenige, was sagt, strenge dich weniger an. So, we're just about at our time. That's a very rapid overview, a little bit technical, but the key points of it are maybe very helpful if you're doing some kind of meditation practice. Und das war es dann im Wesentlichen auch schon mit der Zeit, die uns zur Verfügung steht. Es war vielleicht etwas zum Teil auch technisch, aber es wurden einige sehr wichtige Schlüsselpunkte angesprochen, die auch hilfreich sind, wenn man sich insbesondere mit Praxis der Meditation befasst. So, thank you to Robert, our translator, and to the organizers for inviting me here. Vielleicht wollen die Organisatoren etwas über den Wochenendkurs sagen, für all die, die es noch nicht wissen, aber vielleicht auch Interesse hätten, davon was zu erfahren. Ich habe noch einen Flyer. Das sagt doch was. Also James hier wird noch bis zum Sonntag bei uns bleiben, was ich ganz toll finde. Es fängt morgen Nachmittag um 4 Uhr an und geht dann bis Sonntagmittag. Er
James hat es ja auch schon angesprochen, wir werden viel meditieren, wie er mich auch so schon verraten hat, und sehr viel Praktisches auch machen, um dann eben theoretisch dann auch über die Erfahrung zu sprechen.